Wie ich in meinem vorherigen Video angekündigt hatte, ist natürlich die Frage, welche Reihenfolge ihr schaut. Mahlzeit erstmal. Gehe ich mal kurz über die Munitionstypen und Kaliber und wie man jetzt was herstellt und befüllt. Sollte nicht allzu lange dauern, aber ich glaube, manchmal kann ich mich festschwafeln. Manchmal ist oft. Ich habe das jetzt mal in der Nursery aufgebaut, weil ich glaube, da ist das Licht am besten. Dass man einfach mal zeigen kann, was sind die Unterschiede der Patronen. Wie ihr seht, ich habe hier so einen kleinen Haufen erzeugt. Ich glaube, ich muss ein bisschen tiefer gucken, damit das mittig im Bild ist. Ich habe nochmal verschiedene Munitionstypen erstellt, damit man das noch vergleichen kann. Das hier sind so die gängigen Kaliber. Es gibt noch, ja super, es gibt noch ein paar größere, aber das ist so das gängige. Und zwar ist es einmal 9x19, also unsere 9 mm Patrone, die wir jetzt nicht packen können, doch, die wir hier packen können, in panzerbrechend. So, die habe ich mir hergestellt. Ich hatte noch die DLC, das DLC SMG und wollte das mal befüllen. Steht auch auf dem Karton drauf. Wir sehen wir es hier besser. Armored Piercing. Panzerbrechende Munition ist grundlegend schwarz gehalten. Also wenn ihr im Raid was findet, kann man es eigentlich sehr leicht unterscheiden. Schwarz, panzerbrechend. Grün ist Tracer, also Leuchtspur. Und rot ist Full Metal Jacket, also ein einfaches Vollmantelgeschoss. Und das müsste hier noch eine Schachtel rumliegen, die wahrscheinlich gerade durch die Halle geflogen ist. Ne? Ja, da hinten. So. Also Full Metal Jacket ist halt das gängigste, gerade am Anfang. Wenn wir alle noch keine Panzerbrechen herstellen, sieht man an der roten Kappe. So. Wofür haben wir jetzt hier alles aufbereitet? Kurz ein paar Vor- und Nachteile. Gerade schon gezeigt, 9x19 ist halt Pistole. Damit machen wir halt auch Maschinenpistolen viel. Zöllige kann ich nicht ganz so viel sagen, ob es jetzt ein 45er ist oder so, aber die NATO-Waffen 9x19, die Warschauer Paktwaffen oder die alten sowjetischen 9x18 tut sich jetzt nicht viel. Die Patrone ist halt 1 Millimeter kürzer. So, dann haben wir noch ein Zwischending. Seltener zu sehen, ist aber für ein paar spezielle Waffen da. 9x39. Ist halt eigentlich die ganz normale 9 mm, die halt nur mal eben die doppelte Treibladung bekommen hat. Ist für schallgedämpfte Spezialwaffen, kann ich mal separat drauf eingehen. Auch da, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt bezüglich bestimmter Waffen, schreibt es gerne in die Kommentare, dann mache ich mal ein separates Video nur zu einem Waffentyp. Gefällt mir sehr gut, ist einer meiner Lieblingspatronen. Dann noch ein paar gängigere. Und zwar, da gehe ich jetzt mal so als Gruppe. Also ich möchte die genau wie sie schon liegen. Die 3 sind eigentlich so das, womit jeder konfrontiert ist. Und das ist schon wieder ein seltenes Sonderkaliber. Wir haben, und zwar die 545x39. Das ist für die AK-74 SU und AK-74. Dann haben wir die 556x45 in Panzerbrechend hier. Das ist die NATO-Patrone aus den Stanek-Magazinen. Die ist halt sehr, sehr verbreitet in diesem Spiel. Auch aufgrund der Staneks. Ne? Und dann haben wir die 762x39. Auch eine meiner Favoriten. So, was sind jetzt die Vor- und Nachteile? Also alle 3 Patronen sind sehr weit verbreitet. Die noch ein klein bisschen abgeschlagen, weil es halt nur für 2 Waffen verwendet wird. Aber die beiden Kaliber haben ähnlich Kampfleistung bei leichten Vor- und Nachteilen. Doof gesagt oder ganz gesagt, das etwas kleinere Kaliber hat einen etwas geringeren Rückstoß, hat aber auch eine etwas geringere Kampfkraft. Also Panzerungsdurchschlagung und so weiter. Vorteil bei diesem ist, ich packe die mal weg. Vorteil bei dem ist, wie eben erwähnt, die ist in den Stanek-Magazinen zu gebrauchen. Heißt, wir haben die M4, wir haben die FAMAS, wir haben die L85, wir haben das SCAR, die AK-5C. Korrigiert mich, wenn ich noch was vergessen habe. Alle diese Waffen, das G36, alle diese Waffen benutzen diese Patrone und haben auch sehr oft kompatible Magazine.
wo ich dann sage, ja, okay, ich stelle mir einfach diese Patrone her und kann halt 5 verschiedene Gewehre damit spielen. Mit auch den gleichen Magazinen. Deswegen dieses standardisierte Magazin. Was dieses Kaliber und die Waffen eigentlich sehr attraktiv macht. Mir ist es ein bisschen zu schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich erkenne die Stärken an, ich persönlich spiele aber ungern NATO-Waffen. Ich bin in diesem Spiel eher der mit den Warschauer Paktwaffen. Und die packen wir mal kurz ein. Das ist dann die Schachtel. So. Und zwar hier. Mein Favorit 762x39. Warum? Ja, hat mehr Kampfkraft, hat mehr Panzerungsdurchdringung, auch als Full Metal Jacket. Und ist halt komplett kompatibel mit AKM, SKS, Tapco SKS, AK Alpha. Benutzen alle dieses Kaliber. Ich kann also, wenn ich Spectre 2 habe, kann ich eine AKM kaufen und kann genau diese Magazine später in die AK Alpha packen, also in die AK 109. Oder ich kann mir eine AKM kaufen mit AKM-Magazinen und kann mir SKS-Magazine aus dem Raid mitnehmen und kann die leer machen in den Automaten, Ladeautomaten und mir die AKM-Magazine wieder befüllen, weil ich halt einen Munitionstyp habe für 4 verschiedene Waffen. Auch die von Curtec, genau das gleiche, 75er Trommel, genau diese Patrone. Man ist also sehr flexibel mit einem Kaliber. Man muss sich nicht verschiedene Schubladen machen, verschiedene Haufen. Es wird zwar später immer wieder passieren, aber mit dem Ding kommst du sehr gut zurecht. In Full Metal Jacket sogar relativ gut panzerbrechend, also kampfkräftig. Man ist halt nur ungenauer. So, und jetzt so eine Nische am Ende. 762x51. Wird nur verwendet bei, lass mich nicht lügen, G3A3 und M1A6. Spectre 3 und Spectre 4 sind die Waffen. Die haben beide Vor- und Nachteile, die Waffen. Sind auch nicht unbedingt leicht zu führen, aber der Vorteil ist, laut Tabor Wiki, jetzt kommt so das Geheime, ich kann auch gerne nochmal ein Video über Panzerungsdurchdringung und so machen. Mit dieser Patrone in Panzerbrechend kommt man durch jeden Helm mit einem Schuss. Nach aktuellem Spielstand. Also ein Kopfschuss auf einen Spieler, der eine Kollektorrüstung trägt mit dieser Patrone, geht trotzdem durch, Headshot und der fällt um. Brustkorb genauso, die hat eine 100%ige Durchdringung bei allen Rüstungstypen. Doppeltreffer auf dem Brustkorb und ein Spieler mit Kollektor fällt um. Ein G3 kriegt man ab Spectre Level 3 mit 20er Magazin. Ist aber nur was für Einzelschuss. Also es kann Vollautomatik, aber das kriegt man nicht kontrolliert, finde ich. So viel zu dieser Patrone. Also wenn man jagen will, das ist was. Aber, ja. Und die Schachtel ist natürlich auch größer, wenn wir sie finden. Ja. Also da wisst ihr auch, was für ein Kaliber ihr habt. Meine G3 sind schon nachgeladen. Ja. Jetzt habe ich mir wahrscheinlich schon wieder 10 Minuten über Patronen ausgelassen. Ich hoffe, es hat euch was weitergebracht. Ich habe mir noch eine Packung Tracer gemacht. Also einmal in grün sind Tracer. Aber das ist natürlich für die Ruger. Leute, lastet. Ich weiß nicht, was das soll, wenn ich dann mit einer Ruger beschossen werde, wenn ich eine 6er Rüstung anhabe. Nee, man kann es lassen. So, jetzt zeige ich euch noch, wie man mal ein bisschen was nachlädt und warum. Der Ladeautomat ist im Tutorial, aber ich fand es im Tutorial auch schwerer als nachher in echt. Und zwar gehen wir ganz einfach hin. Wir füllen Pulver hier rein. Das ist panzerberechendes AP, steht drauf. Armored Piercing. Und wir füllen hier hinten Messinghülsen ein. Kann man einzeln kaufen, kann man in eine Flasche kaufen. Den kennt ihr. In diese weißen Flaschen gehen 20 davon rein. So. Jetzt ist ein Trugschluss oder ein Irrglaube, dass ich jetzt ein Pulver leer machen muss, bevor ich das andere einfüllen kann. Das ist nicht der Fall. Wir haben hier den Füllstand für die Messinghülsen. Und wenn ich jetzt hier die Munitionstypen durchschalte, na komm, ändert sich auch der Füllstand des Pulvers. Also panzerbrechendes Pulver, Tracer-Pulver,
Standardpulver ist das rote Full Metal Jacket. Dann kann ich ganz einfach sagen, okay, ich möchte jetzt aber panzerbrechende Patronen, suche mir mein Kaliber raus, was heute auf dem Controller nicht will, okay. 762x51, haben wir es, 762x39 möchte ich. Wie ihr seht, da gibt es noch ganz viele andere, aber da trifft man nicht so oft drauf. Und ich kann jetzt sagen, okay, das braucht jetzt eine Messinghülse und 5 Pulvereinheiten. Ich möchte jetzt bitte 5 Schachteln haben. So, kann auch 10 Schachteln machen. So, und jetzt kommen mir direkt hier 5 Schachteln raus. Die man auch hier wegräumen muss, sonst landen die im Kiosk. So. Und jetzt, der Ladeautomat wurde schon gefixt, aber der ist immer noch ein bisschen buggy. Meiner persönlichen Erfahrung nach immer erst die Patronen und dann das Magazin. Dann habt ihr wenig Bugs. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was wo reinkommt. Ich habe hier ein Trommelmagazin erbeutet. Steckt's rein. 762x39. Ich nehme es wieder raus, lege es beiseite. Ich fülle Patronen ein. So. Jetzt habe ich hier 100 drin. Ich persönlich weiß, das ist eine 75er Trommel. Laden. So, fehlerfrei geladen, kein Problem. Jetzt kannst du Patronen nachschütten, die nächste Trommel reinlegen. Für alle, die jetzt sagen, ja, aber was mache ich jetzt? Ne? Wenn ich jetzt auf Load klicke, fallen die mir hier raus. Ihr könnt auch die Pappkartons wieder eintragen. Load. Und schon sind die letzten im Pappkarton und alles ist gut. Das war es eigentlich schon mit Munition machen. Wenn ihr da noch Fragen, Anregungen habt, gerne. Das ist so halt meine Standardsvorgehensweise. Was mir jetzt gerade noch einfällt, was man machen kann, ist, was ich eben erwähnt habe. Ich habe jetzt hier ein AKM-Magazin leeres, ich habe jetzt hier ein angebrochenes. Ich kann die auch einzeln hier rausnehmen. Also wer sich zum Beispiel die Arbeit machen möchte, aus Geld oder aus Nöten, kann sich halt ein SKS-Magazin mitnehmen aus dem Raid. Ist halt das gleiche Kaliber, wie ich schon gesagt habe. Load. Und man kann umschichten. Ja. So viel zum Thema Munitionsherstellen und Befüllen. Also mit der Reihenfolge, erst Patronen, dann Magazin, habe ich bis jetzt die wenigsten Fehler. Bei mir kommen immer erst die Fehler, wenn ich dann nochmal nachfülle, wenn schon was drin steckt und. Auch da Ruhe bewahren, startet das Spiel neu oder geht auf den Tabo Market und zurück, dann hat sich das Spiel meistens sortiert. Ansonsten mit dem Verfahren war es bis jetzt immer am fehlerfreisten. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen bei meiner Munitionsexkursion. Und ich hoffe, es war nicht zu trocken. Aber das ist halt auch kein Thema, was so unheimlich spannend ist. Ne? Dann vielen Dank fürs Zuschauen.